Moin bei kugelbahn.de. Eben hat es an der Tür geklingelt, das war so vor einer halben Stunde ungefähr. Ich hatte hier den Tisch vollgebaut mit einer Bahn, war noch nicht ganz fertig. Das habe ich alles verworfen schnell, weil hier ist ein großes Paket angekommen von Ravensburger. Man sieht, hier ist ein Riesenkarton und was da drin ist, steht zum einen schon mal hier oben in der Titelzeile vom Video, aber wir gucken uns das jetzt natürlich gemeinsam an. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ich greife oben rein und wir gucken, was rauskommt. Und wenn man den Karton öffnet und sieht dieses Paket, denkt man sich, oh, das ging ja schnell. Gestern noch ein Video dazu gemacht. Aber es ist natürlich ein Haken dran. Das Starter-Set Giant ist nicht in dem Karton drin. Der ist schon sehr groß. Der wird diesen Originalmaßen aber entsprechen. Und jetzt kann man wahrscheinlich auch endlich sagen, was so immer so im Verborgenen gesagt wurde. Da steht was an, was man aber vielleicht nicht erwähnen darf oder sonst irgendwas. Es wird am Wochenende vom 10., 11. und 12. September ein Gravitrax Bilder Event stattfinden und der wird in Ravensburg sein, an einer Location. Das ist also mit freitags Anreise, samstags Programm und sonntags nochmal so einen kleinen Ausflug in dieses Ravensburger Spieleland. Ich glaube, so heißt das. Hier ist ein Gutschein für das Gravitrax Starter Set Giant. Also das wird geliefert, sobald es erhältlich ist. Und hier sind noch ein paar andere Sachen drin. Unter anderem, ich mache das jetzt einfach mal so, ein Basecap von Gravitrax. Ich bin nicht so der Kappenmensch eigentlich. Und ja, gut. Wenn man die etwas enger stellt, dann geht's vermutlich. Ja, wie sieht das denn aus? Ich kann mich ja selber sehen. Naja. Okay, ich behalte die jetzt einfach mal bei diesem Unboxing hier auf. Und was auch noch mit drin ist, ist ein Hoodie in Gravitrax Farben, schwarz und grün abgesetzt. Und hier steht dann noch irgendwas drauf. Gravitraxer. I am a Gravitraxer. Okay, ich hoffe, das ist in einer passenden Größe. Naja, ist L, wird aber auf jeden Fall gehen. Wird man wahrscheinlich bei dem Event dann tragen müssen. Möglicherweise ziehe ich den auch mal in einem Video an, in einem der nächsten. So, ich lege das trotzdem erstmal an die Seite. Dann geht es noch so zwei, wie heißen diese Teile? Broschen? Nee, Brosche ist Schmuck. Das ist eher so ein, wie heißt das denn? Keine Ahnung, steckt man sich ans T-Shirt. Ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt mal gibt sowas. Okay, und dann sind hier ebenfalls noch drin einmal die Helix-Erweiterung und dann ist hier noch mit drin der Turntable und dann ist hier noch eine dritte sogar dabei. Okay, könnte man ja vielleicht mal verlosen. Das war es aber noch nicht, wenn ich das so richtig sehe, denn darum habt ihr ja wahrscheinlich auf dieses Video geklickt. Es ist auch das Starter Set Pro Extrem dabei. Ich halte es noch ein bisschen in die Kamera, damit man das sehen kann. Das Starter Set Pro Extrem ist dabei und das werden wir jetzt hier in diesem Video auspacken. Ich werde natürlich nicht auf die ganzen Kurventeile nochmal eingehen. Dafür haben wir ja hier schon extrem viele Starter Sets ausgepackt, finde ich. Sondern wir beschränken uns hier wirklich auf die Spezialteile und die beiden neuen Erweiterungen, zu denen ich eventuell dann auch noch ein Unboxing-Video mache. Okay, jetzt geht es los mit dem Unboxing. Hier ist das Starter Set Extrem. Man sollte sich vor so einem Unboxing nicht die Nägel schneiden, dann gehen die Folien nicht ab. So einmal auseinander und dann öffnen wir den Karton. Es ist nur eine Anleitung scheinbar. Hier sind aber auch Strecken drin. Das war ja bei den letzten Sets ja nicht unbedingt der Fall. Hier wird natürlich wieder erklärt, wie die einzelnen Elemente aufgebaut werden. Dafür liegen keine Einzelanleitungen bei. Und ja, hier sind ein paar Bahnen, wo auch die Erweiterungen verbaut sind. Hier ist zum Beispiel der Turntable mit eingesetzt. Alles klar, werden wir dann nachbauen. So, das sind zwei transparente Ebenen. Muss man nicht viel zu erklären. Kennt man alles. Die üblichen Schienentütchen. Das sind die Pro-Säulenteile. Schwarze Höhensteine. Die
Innenteile für die Pro-Säulen, dann graue Höhensteine, die Pro-Säulen mit Durchlauf und ohne. Das sind ja die bekannten Tütchen, die man schon kennt, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und das sieht aus wie der Mixer, also nicht im Karton, sondern in einer einzelnen Tüte eingepackt. Eine Gaußkanone, die Kurventeile. Hier sind die Dreierweichen und die Basissteine mit drin. Dann gibt es, das sieht aus wie der Splitter. Ja, das ist der Splitter. Okay, das sind die üblichen grünen Einsätze, die man so hat. Dann die steilen Bergabschienen, links, rechts und geradeaus. Sehr gut, zwei kleine transparente Ebenen. Dann noch ein Beutel mit grauen Höhensteinen. Kann man nie genug von haben. Und jetzt wird es langsam leerer. Und hier sind die ersten Spezialkurven drin. Das wollte ich eigentlich finden. So, die schauen wir uns jetzt mal genau an. Hier ist zum Beispiel die erste. Hier sieht man ganz gut, ich halte die mal hier in die Detailkamera rein. Hier geht eine kleine Kurve rum. Also eine 60-Grad-Kurve rum, dann geht hier eine gerade durch und hier ist ein Zulauf mit eingebaut. Gibt natürlich auch ganz neue Baumöglichkeiten. Dann hier ist die nächste Spezialkurve mit diesem, es ist so ein Wendekreis quasi. Hier sieht man halt, wie die Kugel hier reinläuft. Hier ein bisschen Steigung bekommt und dann hier natürlich wieder runterlaufen kann. Hat nicht so den großen Zweck, klar, die Kugel wendet auf kleinem Raum, aber ansonsten könnte das auch eher ein bisschen bremsend wirken, wie die Kugel hier hochläuft. Werden wir aber in einer Bahn austesten. So, und dann gibt es hier diese Kurvenweiche mit irgendwie so in der umgedrehten Richtung noch einmal. Also mit dem Einlauf nach rechts und einmal nach links. Und dann gibt es hier noch einen, wie soll ich das nennen? 4 in 1. Bisschen schwierig zu beschreiben. Es sind halt zwei Kurven. Diese 120-Grad-Kurven sind da zweimal drin. Und mittendurch geht noch eine Gerade. Hier sind die Balkone für die Wände. Es sind in diesem Starter-Set extrem ja auch wirklich nur 2 Wände dabei. Ist okay. Dafür gibt es ja die anderen Teile. Ist natürlich auch ein bisschen Marketingstrategie oder Verkaufsstrategie von Ravensburger. Da muss man sich noch was dazu kaufen muss. Hier sind die üblichen Kugeln. 3 silberne, grün, blau und rot. Dann ein Balls and Spinner. Ich habe nicht Rotating Start gesagt, ja. Und jetzt sind hier die letzten beiden Erweiterungen. Die bauen wir gleich natürlich erstmal auf. Ganz wichtig. Und hier sind insgesamt noch Grundplatten. 2, 4, 6 Stück an der Zahl. Okay. So, das ist die erste Erweiterung. Das sieht mir aus, als wäre das der Turntable. Ja, das ist der Turntable. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich trotzdem die Anleitung. So, und dann braucht man diesen Grundstein, in den dann diese Teile reingesetzt werden. Ja, das muss nach. Diese Schräge ist da dran. Und die muss immer nach unten links zeigen, von mir aus gesehen. Jetzt halt, wenn man von außen guckt, ist das natürlich unten rechts. So, das rastet gut ein. Ja, der ist verkehrt rum. Diese Teile, diese Schrägen an diesen Wänden dran, sind unten breiter wie oben und die breitere Seite muss nach unten, sonst passt das nicht. Okay, so, dann muss dieser Mittelstein zusammengesetzt werden. Da braucht man das Grundstück, da ist ein Pluszeichen drauf. In der Mitte dieses Zahnradteil, das muss wahrscheinlich ein bisschen klippen, nee, das wird einfach nur drauf gesteckt. Und oben dann der Rest und der rastet dann ein bisschen ein. Und ganz oben, nehme ich mal an, muss das Ding drauf, jawohl. Und dann wird er einfach nur da reingestellt. Und oben kommt das, ach so, da muss erst der Deckel drauf. Ne, das kann ja nicht funktionieren. Ach so, den muss man natürlich ganz zum Schluss reinmachen.
war jetzt logisch, aber es ist nicht immer so ganz einfach, gleichzeitig die Kamera im Auge zu behalten, die Bedienungsanleitung zu bauen und dabei noch was zu erzählen. Das muss natürlich jetzt passen hier. Ja, erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl, das Teil gerade drauf zu setzen, aber wenn man das einmal hier in der richtigen Position hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dieses Teil kommt jetzt einfach oben drauf. Und jetzt probieren wir das mal aus, ob sich das wirklich dreht. Der muss hier hin, lasse die Kugel in dieses Loch hier reinrollen. Dann müsste sich das Teil drehen in diese Richtung und die Kugel müsste nach hier herauslaufen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Jawohl, die kommt dann hier wieder aus dem Stein raus und kann dann bei dem nächsten Durchlauf einfach gerade durch die Erweiterung durchlaufen. Um den jetzt von dieser Seite wieder weiter drehen zu lassen, geht das natürlich nicht. Da müsste die Kugel dann hier reinlaufen, damit die dann wieder hier zum Drehen wieder aktiviert werden kann. Das ist der Turntable und jetzt bauen wir noch den Helix auf. So, der sieht ein bisschen komplexer aus von den Teilen her und da sind auch ziemlich viele drin. Die grünen sind das Innenleben, das war's. Und ja, auch hier muss ich erstmal schauen, wie das funktionieren soll. Das scheint der Basisstein zu sein, also der ganz unten ist. Und dort müssen diese 3 transparenten Teile eingesetzt werden. Mit dieser Kante, die hier ist, nach oben. Und das geht eigentlich auch nur in eine Richtung dann. Hier müssen die rein in diese äußeren Sachen. Das knackt auch, wenn man die da reinsetzt. Die rasten also ein bisschen ein. So, und jetzt muss das durchaus komplizierte Innenleben zusammengesetzt werden. Ui. Okay, ich glaube, das muss irgendwie... ja. Ich glaube, ich platziere mal eins von den Dingern. Das ist ja mal lustig. So, da muss der... Das scheint gut zu passen. Die müssen natürlich irgendwie übereinander gesetzt werden. Die Teile sind eigentlich identisch. Ah, jetzt habe ich. Hier müssen die zusammengesetzt werden. Ah, da. Diese Kante hier, diese Nase nenne ich jetzt mal, wird hier reingedrückt. Und das gleiche natürlich auch bei dem. Es ist sehr verwirrend. So, dass das hier so dann zusammensitzt. Also ich stelle das jetzt einmal hin und drücke das mal ineinander und versuche das jetzt mal richtig einzusetzen. Das müsste eigentlich so rum. Ja, so, jetzt sitzt es. Okay. So, jetzt muss der Deckel drauf. Hier ist er doch. Das müsste passen. So. Und dann wird das Innenleben da reingelegt. Hier sind Pfeile. Das ist gut. Und dann rastet das Teil ein und so sieht der Helix aus. Kurz aufgebaut und natürlich. Die Kugel läuft oben rein und kommt auf der entgegengesetzten Seite unten wieder raus. Das heißt, wenn ich die hier reinlasse, dann kommt die auch da raus und immer so weiter. Ja, bietet bahnbautechnisch vielleicht nicht ganz so viele Möglichkeiten, ist eher eine Beschleunigung. Witzig ist natürlich, dass dann mit Hilfe, wenn man das zeitlich hinkriegt, mit dem Balls and Spinner zum Beispiel, gleichzeitig 6 Kugeln durch dieses Teil laufen lassen kann, was natürlich eine coole Sache ist irgendwie. Vom Ersteindruck her würde ich da vielleicht sagen, ist der Turntable wahrscheinlich die praktischere Erweiterung. So, und jetzt haben wir natürlich das Starter Set Pro extrem ausgepackt und davon bauen wir jetzt natürlich auch eine kleine Beispielbahn.
So, die Beispielbahn ist fertig. Die Kugeln starten hier oben in dem Balls and Spinner. Ich werde das wirklich nicht mehr lernen. Der Aufbau war jetzt nicht so allzu kompliziert, allerdings klappt das so und nicht so ganz, denn hier ist der Mixer verbaut und darunter fehlten meines Erachtens nach 1,5 Höhensteine, weil sonst diese steile Verbindungsschiene hier da gar nicht gehalten hätte. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Druckfehler ist oder ein allgemeiner Fehler. Hier ist dann der Turntable verbaut, hier ist noch diese Kehrtwende eingebaut. Die führt dann zu dem Splitter, der das dann hier entlässt. Jeweils in 2 Richtungen, einmal hier rum und hier geht es dann einmal aus dem Splitter raus, falls die hier von dem Turntable dann durchläuft. Das gucken wir uns gleich an, weil wenn 4 Kugeln hier durchlaufen, kann man das sowieso nicht vernünftig erklären. Hier ist dann diese Spezialkurve drin mit dem einen Einlauf und der kurzen Kurve. Der Einlauf geht nach rechts und direkt hier dran ist dann diese Doppel- oder 4 in 1 nenne ich es einfach mal, obwohl es nicht ganz richtig ist. Und ist noch eine Spezialkurve verbaut? Nein, ich habe nur diese hier noch übrig. Ich würde sagen, ich starte das jetzt mal aus der Übersichtsperspektive hier und denke, dass es nicht funktionieren wird. So, und jetzt gucken wir mal. Hier ist die direkt durch den Helix durchgelaufen. Okay, ich habe hier, glaube ich, keine Kurve verbaut. Ach nee, der Zieleinlauf fehlt da. Das war natürlich mein Fehler, weil hier muss ein Zieleinlauf nach hinten. Diese Dinger knicken übrigens gerne mal ab, so wie gerade gesehen. Ist ja nicht so, als hätte man nur einen davon. So, der passt besser rein. Einmal jetzt im Überblick der Turntable hier. Wenn die Kugel jetzt aus dem Mixer runterkommt, dann rollt die straight da durch, landet im Splitter und dann im Ziel. Den Splitter kennen wir, muss man nicht weiter erörtern. So, sagen wir mal, ich stelle den Turntable hier auf die Ausgangsposition, so wie er in der Bauanleitung beschrieben ist. Und die Kugel kommt hier runtergerollt, dann kommt sie daher und landet hier im Ziel. Dann ist das Teil verstellt und die nächste kann dann auch hierher laufen. Da steht dieses Teil gerade. Dann gibt es jetzt noch ein paar Zeitlupenaufnahmen von den neuen Erweiterungen Helix und Turntable und den Kurventeilen. Und dann kommt jetzt gleich das Fazit zum Gravitrax Starter Set Pro Extreme. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch immer die Kappe auf. Das war die Beispielbahn hier. Man sieht sie jetzt nicht so gut im Bild, aber man konnte wahrscheinlich ganz gut erkennen, wie diese neuen Kurventeile funktionieren und auch die neuen Erweiterungen Helix und Turntable, die ja alle in diesem Set hier mit drin enthalten sind. So, ich lese jetzt noch mal kurz vor, was da wirklich alles genau drin ist. Es sind also 35 Kurvensteine, ein 3 in 1, ein Trichter, 5 Kreuzungen, einmal diese Kehrtwendekurve, einmal diese, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, 4 in 1 Kurve hier. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig, was das für eine Bezeichnung haben könnte. Ich nenne es einfach 4 in 1 und dann diese beiden links und rechts Einläufe, halbe 3 in 1 quasi mit dieser kleinen Kurve dran, der 60-Grad-Kurve dran. Dann eine Gaußkanone, 2 Weichen, 3 Basissteine, ein Basisstein mit Boden drin. Ja, diese linke Version der Weiche, ein Balls and Spinner, ich habe nicht Rotating Start gesagt, der Freifalleinsatz, der Splash-Einsatz, 2 Fängereinsätze, diese grüne Platte, der Einsatz zum Zieleinlaufen, 56 graue Höhensteine, 12 schwarze Höhensteine, 3 gebogene Schienen nach links, 3 gebogene Schienen nach rechts und 2 gebogene Schienen, die einfach nur geradeaus bergab gehen. Der Splitter, der Mixer, der Helix, der Turntable, das sind die 4 Erweiterungen. Dann sind es 2 Säulen mit Durchlauf, 4 Säulen, die geschlossen sind, 2 Zweierwände,
15 Einerschienen, 6 Zweierschienen, 3 Dreierschienen, 2 kleine transparente Ebenen, sehr gut, gibt es dann auch nur in diesem Set und in dem Speed, 2 große transparente Ebenen, diese Zieleinlauf hier und naja, das ist 6 Grundplatten, 2 Aufsetzbalkone und 4 Balkone, um sie in die Wände einzuhängen. Die Bedienungsanleitung ist sehr gut im Gegensatz zu den letzten Starter-Sets, Speed und Obstacle und so, die ich hier hatte, sind hier auch 2 Bahnen drin, die mit diesem Set aufgebaut werden können. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man da den Einstieg sucht, aber diese Bahnen sind auch nur hier in diesem roten Bereich mit drin. Also auf den letzten Seiten sind 2 Bahnen, die mit diesem Set auch wirklich aufgebaut werden können, die mit diesem Set quasi erstellt wurden. Und jetzt das Fazit zum Gravitrax Pro Starter Set. Lohnt sich das als Einsteiger zu kaufen? Ja, definitiv. Hier sind ein paar Pro-Teile dabei. Hier sind die kleinen transparenten Ebenen dabei, die 2 neuen Erweiterungen und vor allen Dingen natürlich die coolen neuen Kurvensteine. Das ist sehr cool. Und die zweite Frage ist, lohnt sich das als Ergänzungsset, wenn ich schon Gravitrax habe? Und ja, das lohnt sich auch, weil die 2 neuen Erweiterungen dabei sind und weil diese neuen Kurvensteine dabei sind, die es später ja sehr wahrscheinlich nur im Adventskalender geben wird. Spitzenset, obwohl ich erst skeptisch war, dass nur 2 Zweierwände und so wenig Balkone da drin sind und alles, aber nichtsdestotrotz würde ich hier eine klare Kaufempfehlung für Gravitrax-Fans, die Ergänzungen brauchen und Einsteiger auf jeden Fall geben. Ich mache dann auch Videos von dem Helix und dem Turntable, wo der Aufbau vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter gezeigt werden wird. Ich wollte nur hier jetzt komplett alles in diesem Video vorstellen und darum sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich auch am besten das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Tschüss.